Bist du müde, leidest du unter Durchfall oder Verstopfung, an Migräne oder Akne? All diese Ursachen können ihren Ursprung in der Leber haben. Hier. Heute fasse ich das zusammen, was wir am allerbesten bereits in der Grundschule unterrichten würden. Wir betrachten nämlich eines unserer wichtigsten Organe. Ich hoffe sehr, dass durch dieses Video, dass du einen neuen Zugang zu deiner Leber findest, dass du sie anfangen kannst zu wertschätzen und zu lieben. Denn eins gilt in Anbetracht unserer Leber, und zwar die Sorgfaltspflicht. Kurz zu mir, ich bin Priscilla Bucher, ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin im Werbebereich und ich bin selbst jahrelang erkrankt und mein Körper war komplett in seinem Ungleichgewicht und ich durfte so viel über ihn lernen, dass ich gesagt habe, dieses Wissen darf raus und deswegen findet ihr ganz viele Zusammenfassungen auf meinem Kanal, wo es um verschiedene Themen gibt, wo ich verschiedene Krankheiten beleuchte, Zusammenfassungen aus Büchern hernehme. Das Wichtige ist, ich bin keine Ärztin, keine Naturheilpraktikerin. Das heißt, solltest du krank sein, dann besprich immer alles mit deinem Arzt deines Vertrauens. Zuerst schaue ich mit euch die Hauptaufgabe der Leber an. Danach, warum eine Leber überhaupt träge wird und wie wir ihr helfen können. 5 Lifehacks für deine Leber. Die Leber ist die Mutter aller Organe. Sie beschützt uns, ja, sie beschützt alle anderen Organe auch. Ähnlich wie ein Bodyguard wirft sie sich vor alle Sachen und fängt sie ab. Ob jetzt Antibiotikum, pathogene Keime, Hormone, Adrenalin, Gifte, whatever, sie ist da. An welchen Film Kevin Costner, oder? Bodyguard, Kevin Costner? Kindheitserinnerung. Die Leber sitzt hier auf der rechten Seite, direkt unter dem Zwerchfell und sie wird von dem Rippenbogen gestützt. Die Leber arbeitet natürlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie nimmt täglich 2300 Liter Blut auf und ihre Hauptaktivität findet in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr morgens statt. Mehrere hundert Körperfunktionen sind von der intakten Leber abhängig. Daher ist jedes körperliche Ungleichgewicht leberabhängig, sei es jetzt die Regulation von den Hormonen, des Immunsystems, Stoffwechsel oder die Produktion der B-Vitamine. Alles ist leberabhängig. Wenn die Leber in ihrem Gleichgewicht agiert, ist der Mensch voller Tatendrang, Selbstbewusstsein und Aktivismus. Wenn die Leber in ihrem Ungleichgewicht ist, dann neigt der Mensch tatsächlich auch zu Wut, zu Unsicherheit. Er ist träge, er ist erschöpft, ja, er ist sogar empfindlich. Also hier spielen sogar Emotionen eine Rolle. Ich möchte mit euch noch den Zusammenhang zwischen Leber und der Verdauung anschauen, weil wenn die Leber nicht in ihrem Gleichgewicht ist, kann der Darm auch nicht in seiner vollen Kraft funktionieren. Und warum das so ist, schaue ich mit euch kurz an, damit wir auch verstehen, warum diese 5 Lifehacks für die Leber so wichtig sind. Also damit unsere Verdauung richtig gut funktioniert, muss unsere Leber komplett leistungsfähig sein. Warum ist das so? Die Galle wird nicht in der Gallenblase produziert, sondern in 100.000 kleinen Leberzellen in der Leber. Über die 100.000 kleinsten Gallengänge wird der Gallensaft über den großen Gallengang in den Dünndarm geführt. Und dieser Gallensaft, der übrigens auch die Toxine der Leber in sich trägt, ist auch im Darm für die Peristaltik verantwortlich. Wenn die Peristaltik nicht gut funktioniert, also die Muskeln im Darm, diese Bewegung, wenn das nicht gut funktioniert, dann stagniert es, dann sind wir verstopft. Und deswegen ist es so grundsätzlich wichtig, dass wir uns selbst immer fragen, wie ist eigentlich mein Stuhlgang? Weil der so viel über unsere Gesundheit sagt. Also, egal welche Beschwerden wir haben, wir müssen unbedingt unseren Stuhlgang beobachten. Ich zum Beispiel für meinen Teil, als ich krank war, habe ich schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich Tabletten genommen gegen Durchfall. Ich habe dann wiederum Tabletten genommen
wenn ich verstopft war. Ich habe Tabletten genommen gegen Bauchkrämpfe und sogar Mittel gegen Sodbrennen. Mittel dagegen, dass ich Blähungen hatte. Also ich war mir eigentlich bewusst, was ich hatte, aber ich nahm Medikamente, um die Symptome zu unterdrücken. Und ich habe gar nicht verstanden, was für einen immens wichtigen Zusammenhang zwischen der Leber und dem Darm besteht. Ja, ich musste für mich wirklich lernen, die Symptome ernst zu nehmen, dahinter zu schauen und eine Ursachenforschung zu machen. Also zurück zur Galle. Die Gallenflüssigkeit, die von der Leber ausgeht, die nimmt also Toxine auf und möchte die raustransportieren, und zwar über den Darm. Die Galle entscheidet auch, was und wie etwas im Dünndarm aufgespaltet wird. Und jetzt, wenn wir Antibiotikum nehmen oder Wassertabletten, damit der Stuhlgang weicher wird, dann verändert das die Gallenflüssigkeit. Und diese Veränderung hat natürlich einen Einfluss auf unseren Darm. Ich meine, 80% unseres Immunsystems liegt da. 70 bis 80%. Manche sagen 70, andere 80. Aber egal, es ist enorm viel. Ja, und wenn die Schranke zwischen Darminnenwand und Außenwand durchlässig wird, dann kommen Dinge aus unserem Darm in unserem Körpersystem, was da auf jeden Fall nicht hingehören sollte. Das kann zum Beispiel bei einem Leaky Gut alles ins Blut gehen. Und vom Blut, wo geht es dann wieder hin? In die Leber, weil die Leber das Blut reinigt. Das heißt, wir haben hier einen Kreislauf von zwei Organen, die sich gegenseitig immer wieder das Gift hin und her schieben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Darm pflegen und unsere Leber reinigen. Oder unseren Darm reinigen und unsere Leber pflegen. Oder alles miteinander. Wie wäre es damit? Und wie wir das machen können, die 5 Lifehacks, wie wir unsere Leber unterstützen können. Und unseren Darm auch. Die 5 Lifehacks sind Ernährung. Es ist so klar, wenn wir die Leber mit Lebensmitteln füllen, die belastet sind, die voller Pestizide sind, die voller Konservierungsstoffe sind oder viel zu hohem Fettanteil, dann wird die Leber träge. Sie kann dann ihren Job einfach nicht mehr gut erledigen. Sie opfert sich quasi mit dem Einfangen all dieser Stoffe für den Rest des Körpers. Und welche Nahrungsmittel die Leber träge macht, habe ich in dem Video No Foods zusammengefasst. Du findest es hier. Hier erfährst du den Einfluss der verschiedenen Lebensmittel auf unsere Leber und wie lange die Leber braucht, es wieder auszuschwemmen. Zweiter Punkt, Hydrierung. Das ist etwas, was ich schon in meiner frühen Kindheit gelernt hatte. Kind, vergiss nicht zu trinken. Hier ein Glas Wasser. Ich weiß auch nicht, warum vergessen wir andauernd zu trinken? Das ist komisch. Ja, unser Körper besteht 2/3 aus Wasser. Wir sollten echt einfach trinken. Wenn zu wenig Wasser da ist, geht es uns nicht gut. Punkt aus. Ja, aber so einfach ist es irgendwie nicht. Und deswegen bin ich begeistert von der Morgenroutine, die ich angefangen habe und die mich so sehr zurück in mein Gleichgewicht gebracht hat. Denn wenn man morgens schon aufsteht und einen halben Liter Zitronenwasser trinkt und danach noch einen halben Liter Selleriesaft, der was macht? Die Gallenflüssigkeit anregt. Gallenflüssigkeit anregt, reinigend wirkt, belebend, alles. Wenn man das am Morgen schon drin hat, ist man schon auf 1 Liter. Bereits vor dem Mittagessen. Das ist genial. Und wenn man dann ab und zu immer noch was trinkt, einen Tee, ein Zitronenwasser, dann geht es dem Körper gut. Und wem? Der Leber. Dritter Lifehack für die Leber: Schlaf. Ich liebe ja Schlafen und trotzdem ist es so, dass es mir oft passiert, dass ich zu spät ins Bett gehe und dann wieder früh auf muss. Der Biorhythmus ist aber so entscheidend. Es ist wichtig, dass wir vor Mitternacht bereits im Tiefschlaf sind,
Warum ist das wichtig? Weil zwischen 1 und 3 Uhr morgens die Leber hauptaktiv ist und der Körper braucht vorher diese Entspannungsphase. Im Ayurvedischen heißt es sogar am allerbesten vor 22 Uhr ins Bett. Also Licht aus. Vierter Lifehack, die Leberreinigung. Ich bin ein riesengroßer Fan der 369 Leberreinigung aus dem Buch von Anthony William, Heile dich selbst. Warum? Es sind 9 Tage, wo man nur Essen zu sich nimmt, die der Leber hilft, alles, was sie einmal aufgesaugt hat, auszuscheiden. Und in den 9 Tagen kann man essen, bis zum letzten Tag, das ist ein Safttag. Wenn die Leber dann nach dieser Reinigung alles losgelassen hat, dann entsteht auch wieder ein gesundes Mikrobiom in unserem Darm. Wir veranstalten regelmäßig Gruppen, Detox, 369 Reinigungen. Schreib mir gerne eine Mail, wenn du dich dafür interessierst. 5. Lifehack für die Leber. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was passiert, wenn die Leber aus dem Ungleichgewicht ist? Da sind sogar emotionale Komponenten vorhanden. Und deswegen ist der 5. Lifehack Gefühlearbeit und Stressreduktion. Ein Toxin, was der Leber am allermeisten Arbeit bereitet, ist die Emotion Wut. Wenn wir wütig sind, entsteht eine Anspannung in der Leber. Dann tritt eine Stagnation ein und es fließt nicht mehr richtig. Also Frustration oder Wut über einen längeren Zeitraum auszuleben, führt zu einer trägen Leber. Meine Erfahrung ist, dass die Gefühlearbeit so unendlich kostbar ist. Wenn ich jetzt in einer stressigen Situation bin oder mich über etwas aufrege, wenn ich wütend werde, ich lege meine Hand drauf und ich fange an auszusprechen, wofür ich alles dankbar bin. Weil, Geheimtipp, Dankbarkeit und Wut, Dankbarkeit und Frustration gleichzeitig ist nicht möglich. Das heißt, wenn du merkst, dass du innerlich aufgewühlt bist, leg deine Hand auf die Leber und sprich aus, wofür du alles dankbar bist. Es bewirkt Wunder. Eine andere Art der Gefühlearbeit ist die Arbeit, die ich von Vivian Dittmar gelernt habe. Und ich lasse die immer in meine Arbeit einfließen. Du findest ein fantastisches Video mit Vivian Dittmar. Ich durfte ein Interview mit ihr führen und das findest du hier oben. Und dann letzter Punkt, was zur Gefühlearbeit gehört, und zwar Stressreduktion. Stressreduktion ist so unglaublich wichtig, wenn es darum geht, dass unser Körper lebendig ist und in seiner vollen Kraft agieren kann. Wenn wir Stress haben, schütten wir Adrenalin aus. Für unseren Verdauungstrakt bedeutet Stress eine doppelte Belastung. Zuerst wird der Nahrungsbrei einfach durch den Darm rausgeschleust, ohne überhaupt diese Nahrung aufzuspalten und davon wirklich das Beste rauszuholen. Ja, und zusätzlich bringen natürlich die Schadstoffe dann, weil es nicht richtig verdaut wurde, die Darmflora aus dem Gleichgewicht. Da dieses Thema Stressreduktion so unendlich wichtig ist, werde ich dafür auch noch ein eigenes Video machen. Meine Lieben, das waren die 5 Lifehacks für die Leber. Ihr seht, was für ein kostbares Organ hier in uns ruht. Sie wirft sich vor jede Kugel und schirmt uns ab, beschützt uns. Und deswegen sind so 5 einfache Sachen, die wir in unseren Alltag integrieren können, eine lebensspendende Angelegenheit. Wir können tatsächlich unser Leben damit verlängern. Und nicht nur verlängern, sondern es auch verschönern. Denn ja, wenn es uns gut geht, wenn wir ausgeglichener sind emotional und wenn unsere Verdauung intakt ist, dann können wir was machen? Wir können unsere Träume verwirklichen und dafür lohnt es sich zu leben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Nacht, was auch immer gerade bei dir los ist. Und ich freue mich, dass du beim nächsten Video wieder einschaltest. Kommentier gerne, ich liebe es, dass ihr so viel kommentiert. Gib mir einen Thumbs up und bis zum nächsten Mal. Ciao!